Hallo zusammen, mein Name ist Schulz von InsiderWeek.de und in diesem Video besprechen wir unsere Handelspläne für Kalenderwoche 16. Wir fangen mit neuen Codesignalen an, dafür gehen wir auf unsere Codekarte und schauen, welche neue Codesignale wir für kommende Woche haben. Wir sehen, dass wir im Energiesektor ein Code-Kaufsignal haben bei Gasoline, auf Deutsch Benzin. Wir haben auch ein Code-Kaufsignal im Metallsektor, und zwar bei Platinum, und ein Code-Kaufsignal im Fleischsektor, und zwar bei Leafkette, auf Deutsch Maastricht. So, schauen wir uns erstmal Gasoline an. Wir sehen beim Gasoline, dass neben der Gasoline auch bei einem korrelierenden Markt, und zwar beim Heatingöl, auf Deutsch Heizöl, wir gute bullische Code-Daten haben. Wir sehen, Code RSI hat Wert von 78, grün unterleuchtet, das heißt, das ist bullisch, also der ist jetzt im bullischen Kaufbereich gerutscht. Wir sehen auch, dass er im Vergleich zur Vorwoche auch an Wert gewonnen hat, das ist auch positiv zu werten. So, schauen wir uns jetzt den Wochenchart von Benzin an, dafür gehen wir auf Trade Navigator. Das ist ein Wochenchart von Benzin. Wir haben hier erstmal bestimmen wir den Wochentrend. Wir sehen, dass der Wochentrend klar steigend ist. Wir sehen, dass der Commercial Index hier im Kaufbereich gerutscht. Sentiment, leider Sentiment bestätigt unser Code-Kaufsignal nicht. So, was sagt uns die Saisonalität? Saisonalität ist jetzt für die nächsten paar Wochen noch steigend. Wir gehen zurück in die Codekarte und schauen dort die Saisonalität. So, wir sehen zum Beispiel hier, dass der April beim Benzin der beste Monat des Jahres ist, und wir sehen auch bei Gewinnverteilung nach Kalendertagen, dass wir ab 18. bis 23. ein Cluster von guten Kalendertagen haben. So, das alles bestätigt unser Code-Kaufsignal von der saisonalen Seite her. Jetzt schauen wir uns den Tageschart an, ob wir da schon eine Möglichkeit für einen Einstieg haben. Schauen wir uns erstmal das Indikatorenbild. Was wollen wir sehen? Wir wollen sehen, ob Indikatoren jetzt ein bullisches Bild zeigen. Dafür schauen wir auf unser Momentum-Indikator. Wir sehen, dass der Momentum-Indikator über Nulllinie ist. Das ist erstmal positiv zu werten. Und unser Prima-Trend, das ist auch ein Trendindikator. Wenn er im grünen Bereich ist, dann sagt er uns, dass der bullische Trend aktiv ist. Das wollen wir alles sehen, weil wir haben hier ein Code-Kaufsignal. So, zum Einstiegen, es hat sich hier ein Einstiegspattern gebildet, das ist hier grün unterleuchtet. Somit haben wir einen Einstieg hier für Montag. Wir werden dann Montag hier einen Einstieg nehmen. Und zwar steigen wir hier am Hoch von Mittwoch plus ein Tick, und unser Stopp platzieren wir gleich hier am Tief vom Freitag minus ein Tick. Wir wollen hier klare Impulse gehen, sehen, weil die Code-Daten zeigen, dass die Großen hier bei diesem Markt aktiv werden, und das sollte dazu beitragen, dass wir hier mit guten Impulsen nach oben steigen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn unser Timing falsch war, wollen wir hier nicht viel Geld verlieren und steigen aus dem Markt ganz schnell raus. Das heißt, wir riskieren bei diesem Trade 1780 $. Hier wäre unser Ziel. Ja, damit haben wir hier ein CRV von mehr als 1:2. Das ist gut, und ich denke, das könnte ein guter Trade werden. So, schauen wir uns andere Signale an. Dafür gehen wir zurück auf die Codekarte. Wir haben hier ein Code-Kaufsignal in Platinum. Schauen wir uns erstmal den gesamten Sektor an, wie er von der Seite der Code-Daten aussieht. Wir sehen, dass wir beim Palladium hier in einem im positiven Bereich sind. Wir sehen auch, dass der Kupfer hier auch Code RSI hier im grünen Bereich ist. Wir sehen auch, dass die Veränderung zur Vorwoche ebenfalls positiv ist. Die Code-Daten haben hier, zumindest Code RSI hat hier zugelegt, und dann auch der Code-Index hat hier zugelegt. Das sieht alles positiv aus. Das heißt, der gesamte Sektor sieht hier bullisch aus. Das bestätigt auch unser Code-Kaufsignal bei Platinum. So, gehen wir in Trade Navigator und schauen wir uns den Wochenchart an. Platinum. Wir sehen auf dem Wochenchart, dass wir uns quasi hier in einer Seitwärts-Range befinden. Das ist ein Range-Markt, gibt es keinen klaren Trend. Mal geht es nach oben, mal geht es nach unten.
Aber wir sehen, dass wir auf diesem Niveau hier schon in der Vergangenheit extreme Position von Commercials hatten. Wir sehen, dass der Commercial Index war hier im Kaufbereich. Also das deutet auf eine gute Unterstützungsniveau. Und hier haben wir gleich bei diesem Preis ebenfalls ein Code-Kaufsignal bekommen. Der Commercial Index hier im Kaufbereich gerutscht und der Sentiment ist hier, die Masse ist hier short eingestellt, was wiederum gut für unser Code-Kaufsignal ist. Leider ist die Saisonalität hier nicht auf unserer Seite. Laut dem saisonalen Trend ist nächste Woche noch positiv. Dann geht es wieder runter und erst dann beginnt ab 11. Mai haben wir ein paar gute Wochen. Aber am besten haben wir einen saisonalen Trend, der etwas signifikanter ist und unser Trade in unsere Richtung bestätigt. Das heißt, so wie hier, das wäre natürlich besser. Zurzeit ist es so, dass der saisonale Trend eher nach unten tendiert und wir haben ein Code-Kaufsignal. Das heißt, seit dem saisonalen Trend haben wir leider keine Bestätigung. Schauen wir uns den Tageschart an von Platinum. Wir sehen, dass wir auf dem Tageschart einen Trend nach unten haben. Und jetzt sehen wir noch, dass wir keine Divergenz haben. Der Momentum-Indikator ist hier schwach und der Prima-Trend ist ebenfalls hier im roten Bereich. Also hier warten wir einfach, bis wir einen Trendwechsel haben und dann werden wir diesen Markt handeln, so wie wir das hier gemacht haben. Wir haben hier abgewartet, bis der Trendwechsel war. Das hat uns unser Trendcatcher signalisiert. Wir hatten davor auch gute Divergenzen gehabt. Dann ging auch unser Prima-Trend im grünen Bereich und man konnte hier einen guten Trade absetzen. Also auf so ein Szenario warten wir und wenn dieses Szenario eintritt, werden wir auch diesen Markt long handeln. So, schauen wir uns den letzten Markt und zwar war das Leaf-Kette. Schauen wir uns erstmal die Code-Karte. Also wir sehen, dass im ganzen Fleischsektor sehen die Code-Daten positiv aus. Also wir haben hier überall grüne Werte, quasi der Code RSI ist hier bei allen drei Märkten im Kaufbereich, auch Code Index hat hier einen hohen Wert, was ebenfalls bullisch zu werten ist. Schauen wir uns diesen Markt genau an, dafür gehen wir in Trade Navigator und schauen uns erstmal den Wochenchart. Auf dem Wochenchart wollen wir erstmal Trend erkennen und wir sehen hier, dass dieser starke Abverkauf nach unten hier die ganzen Unterstützung erstmal ausgenommen hat. Der Kurs hat sich auf diesem Niveau stabilisiert. Wir sehen in der Vergangenheit, dass wir bei diesem Niveau schon eine hohe Aktivität der Commercials hatten. Jetzt haben die wieder bei diesem Preisniveau, wurden die wieder aktiv, das heißt, die verteidigen diese Preismarke. Das spricht für unser Kurzsignal. Wir sehen, dass die Masse bei diesem Markt auch short eingestellt und bei diesem Ausverkauf auch kein Wunder, wir wollen gegen die Masse handeln, also bestätigt das unser Code-Kaufsignal ebenfalls. Der saisonale Trend ist hier leider nicht auf unserer Seite, der ist eher gegen uns. Schauen wir uns den Tageschart. Auf dem Tageschart sehen wir auch einen starken Trend nach unten. Der Kurs hat angefangen hier zu konsolidieren und was hier positiv zu werten ist, dass wir hier schon erste Divergenz haben. Also das ist schon die ersten Anzeichen dafür, dass wir hier eventuell einen Trendwechsel sehen werden. Also was wollen wir hier sehen? Wir wollen hier ein bisschen mehr Stärke sehen, so dass wir uns sicher sind, dass der Trend gedreht hat. Zu diesem Zeitpunkt rutscht, das zeigt uns auch ganz gut der Prima-Trend, weil er dann im grünen Bereich läuft und man kann hier Einstiege suchen. So, jetzt schauen wir uns erstmal die Watchlist an. Wir haben auf der Watchlist viele Märkte auf der Kaufseite und nur einen einzigen Markt auf der Verkaufsseite. Also das spricht eigentlich dafür, dass bei Rohstoffmärkten steigende Kurse sehen werden. Dafür können wir auch den CRB-Index anschauen. Und zwar sehen wir den Wochenchart von CRB, Rohstoffindex und von CRY. Die beiden haben unterschiedliche Gewichtung von Energien. Und wir sehen zum Beispiel, dass der CRB-Index oder CRY-Index
hier eine aufsteigende Trendstruktur haben und befinden sich jetzt quasi in einem gesunden Aufwärtstrend. Das heißt, man könnte hier ja, steigende Preise bei Rohstoffen, auch wenn man diesen CRB-Index anschaut, auch erwarten. So, schauen wir uns die Watchlist an. Auf der Watchlist haben wir britischen Pfund, da sind wir bereits in der Position. Beim Holz, da planen wir Re-Entry, Soybeanöl, das besprechen wir bei uns in der Insider-Gruppe. Orangensaft, das Setup ist 2 Wochen alt. Wie alt das Setup ist, kann man hier sehen. Man sieht zum Beispiel bei Orangensaft, genau hier. Und wir sehen bei Orangensaft Nummer 3, das heißt, wir laufen in die 3. Woche, also praktisch vor 2 Wochen war der COT-Kaufsignal und die nächste Woche wird die 3. Woche sein. Der COT-Kaufsignal funktioniert am besten in den nächsten 6 Wochen. Das heißt, die Zahl wird hier maximal 6 sein. Nachdem in der 7. Woche werden wir das wieder auf 0 setzen, wenn keine neuen COT-Signale sind. Aus diesem Grund ist das jetzt ein super Spalte, weil man kann immer nachschauen, ob hier in dem Sektor noch irgendwelche COT-Kaufsignale bei korrelierenden Märkten waren in den letzten 6 Wochen. Das würde ebenfalls für oder gegen den Trend sprechen, aber auch für die Watchlist ist auch ganz gut, um einfach nur Überblick zu behalten, wie lange der COT-Signal ist, ob dieser Markt noch beobachtet werden soll oder ob der COT-Signal schon zu alt ist. So, bei Orangensaft, wie gesagt, wir laufen die 3. Woche, da entwickeln sich die Kurse ganz gut, also da planen wir Einstieg, besprechen wir bei uns in der Insider-Gruppe. Bei Weizen besprechen wir bei uns in der Insider-Gruppe. Gasoline haben wir besprochen, Platinum besprochen, Leaf Keto besprochen und japanische Yen besprechen wir ebenfalls bei uns in der Insider-Gruppe. So, das war's von uns für diese Woche. Wir verabschieden uns dann bis zum nächsten Woche, wünschen euch ein schönes Wochenende, viele gewinnende Trades, nächste Trading-Wochen. Bleibt fit, gesund und gut gelaunt.